So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper. Hinter mir könnt ihr schon sehen, ich habe mein Kanu mit dabei. Wir sind heute bei dem ersten richtig schönen Wochenende bei schönem Wetter. Hinter mir laufen gerade Baumfellarbeiten an der Werre hier in Löhne und ich werde das erste Mal mit meinem Kanu jetzt hier aufs Wasser gehen, das ganze Ding mal testen, ob das wirklich dicht ist und ob das überhaupt taugt für meinen Plan, eine Kanutour zu machen, ja, Richtung Nordsee dieses Jahr. Das wird nochmal so ein richtiger Kraftakt. Ja, keine Ahnung, bin noch nie Kanu gefahren so richtig. Wir testen das jetzt einfach mal. Ich packe jetzt meine Sachen hier ins Kanu rein und dann muss ich erst mal gucken, dass ich trockenen Fußes ins Kanu reinkomme und ins Wasser zu fallen dabei. Ich stehe jetzt hier gerade am Löhner Wehr. Wer aus Löhne kommt, der kennt das vielleicht. Ja, das ist hier der Kanuanleger und ich bin ein kompletter Neuling, was das Ganze angeht. Ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt einfach hier an diesem kleinen Mini-Sandstrand das Boot am besten reinlässt oder ob man hier an diesen Betonanleger, an diesen Betonsteg hier geht. Ja, keine Ahnung. Wir testen das jetzt einfach mal, aber erstmal muss ich mal schauen, wie hier so die Gegebenheiten sind. Es gibt hier einige Untiefen und ich habe keinen Bock direkt auf Grund zu laufen mit meinem Kanu, mit meinem neuen, niegelnagelneuen Kanu. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass hier ordentlich Wasser in der Werre ist. Da ist nämlich eine richtige Strömung drin. Hier sind so, ja, kleinere Stromschnellen schon da hinten. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann auf der Kamera. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen bei dem Lärm hier, bei dem Baumfellarbeiten. Erst muss ich jetzt die Jacke ausziehen. Es ist ganz schön warm geworden. Ja, und dann muss ich versuchen, mein altes Kanu hier ins Wasser zu kriegen. Bevor es jetzt richtig losgeht, noch mal ein bisschen Werbung am Rande. Meine Klamotten, die ich heute anhabe, die sind vom MM67 Shop. Die hat er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ich habe auch heute das allererste Mal Socken, die wasserdicht sein sollen, an. Bin sehr gespannt, von der Bundeswehr, vom KSK. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Was ich jetzt schon mal sagen kann, tragen sich sehr angenehm. Das ist so ein doppellagiges Zeug. Ich blende euch die jetzt hier mal ein. Ich habe sie nämlich jetzt gerade natürlich an, möchte meine Schuhe jetzt hier nicht ausziehen. Membran drin. Die Füße sollen dabei trocken bleiben. Auch der Schweiß kann nach außen raus. Aber es kommt da kein Wasser rein. Ob das wirklich funktioniert, werden wir heute definitiv einmal testen. Ihr seht also, der MM67 Shop hat nicht nur Bundeswehrausrüstung, sondern auch Ausrüstung für Outdoor-Abenteuer und ja, auch solche Geschichten hier wie Kanufahren. Absolut perfekt geeignet. Schaut vorbei. mm67shop.de. Dort findet ihr die Ausrüstung für euer nächstes Outdoor-Abenteuer. Eigentlich wollte ich jetzt gerade da hinten an diesem kleinen Naturstrand hier das Kanu zu Wasser lassen. Problem ist jetzt, ich habe gerade vorne reingeschaut. Das Ding hat vorne schon ordentlich Stöße abgekriegt. Ich habe es noch nicht geschafft, das zu 100% zu reparieren. Ja, und ich habe vorne jetzt schon ein bisschen Wasser drin. Das heißt, die ganze Sache steht jetzt gerade auf der Kippe. Es kann sein, dass wir an der Stelle abbrechen müssen und dass es dann morgen erst weitergeht. Dann muss ich das Teil zu Hause erst mal flicken. Denn so laufe ich tatsächlich Gefahr abzusaufen mit dem Teil. Wir lassen uns aber erst noch einmal hier an diesem Betonsteg zu Wasser. Dann kann man das ein bisschen beobachten, was passiert, wenn das Kanu im Wasser liegt. Ob es wirklich voll läuft oder ob sich das Ganze irgendwie relativiert. Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. So, also hinten ist das Teil ziemlich dicht. Hier vorne steht jetzt ein bisschen Wasser drin. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Jetzt auf der Kamera. Vielleicht sieht man das. Aber das kann auch nur von eben. Ich weiß nicht, ob da was reingeschwappt ist. Keine Ahnung. Ich habe das auch ein bisschen tief unten drin liegen gehabt eben. Vielleicht ist was über diese Schnur hier oben reingekommen. Das kann natürlich auch sein, dass das ja nicht ganz dicht ist. Will ich nicht abstreiten. Wird auf jeden Fall erstmal nicht mehr. Ich würde sagen, wir sind einfach mutig und versuchen das einfach mal.
So, ich bin drin. Das Ding darf aber auch keinen Millimeter kleiner sein. Das passe ich nämlich nicht mehr rein. Boah, ist ganz schön wackelig hier. Ganz Vertrauen habe ich zu der Sache hier noch nicht. Das, was mich am meisten stört, ist, dass ich jetzt nicht sehen kann, ob da vorne Wasser eindringt oder nicht. Das heißt, ich muss echt gucken, ob die Spitze sich irgendwann anfängt zu senken. Dann muss ich ganz schnell irgendwie ans Ufer fahren und raus. Weil sonst sauge ich mit der Karre hier einfach ab. Ich glaube, wir starten jetzt einfach mal. Auf geht's! So, wir sind jetzt hier aus dem Wehr erstmal raus. Und jetzt muss ich hier mit dem Kanu hier erstmal vertraut machen. Also noch schwimmen wir auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Aber im Augenblick drehe ich mich gerade. Jetzt fahren wir erstmal rückwärts. Kommen wir so langsam wieder auf Kurs. Und jetzt versuche ich erstmal, mich ein bisschen hier einzugrooven und einzuarbeiten mit dem Gerät. So, wir passieren jetzt hier gerade die Brücke Richtung Innenstadt. Und wir sind da hinten an der Werrater-Halle vorbei. Wir kommen jetzt hier in den Bereich, wo es ein bisschen wilder wird am Ufer. Und zwar sind hier überall Bäume und Äste im Wasser. Und ja, jetzt muss ich tatsächlich aufpassen, dass ich nicht irgendwie abdrifte und da in so einen Baum reingerate. Tja, also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass es einfach hier so eine geile Stille auf dem Wasser ist. Richtig schön ruhig. Man hört nur die Vögel, das Wasser so ein bisschen plätschern. Ja, hin und wieder kommt mal eine Autobahnbrücke oder eine Brücke, über die Autos fahren generell. Aber das ist eher weniger der Fall. Ansonsten ist es hier wirklich sehr, sehr idyllisch. So, ich muss auf jeden Fall noch an meiner Technik arbeiten. Ich merke jetzt schon, wie ich Schmerzen in den Oberarmen bekomme. Und außerdem bin ich schon ziemlich nass auch. Ich habe hier natürlich auch die älteste Ausrüstung. Ich glaube, dass so neuere Paddel irgendwie auch so einen Abtropfring an den Seiten haben. Vielleicht war das hier auch mal dran, das Ding ist glaube ich uralt. Ich habe das halt alles für 40 € bei eBay Kleinanzeigen von einem Kanu-Verleiher gekauft, der das Teil ausrangiert hat, wahrscheinlich aus gutem Grund. Denn das Teil ist ja offensichtlich so ein bisschen undicht, zumindest glaube ich das. Also bisher bin ich noch nicht abgesoffen, man muss ja mal die positiven Dinge sehen, das finde ich schon mal klasse. Allerdings, ja, Rücken schmerzt auch. Ach, das Teil ist halt auch echt klein, ne? Das ist echt nicht groß, ich kann mich hier drin auch kaum bewegen. Mir schlafen die Beine schon so ein bisschen ein. Ich bin jetzt noch nicht so ganz weit gefahren. Aber ich bin halt auch pitschnass. Vielleicht liegt es auch an meiner Technik. Wenn ihr Tipps habt, haltet damit bloß nicht hinterm Berg. Immer her damit. Ihr seht ja, was ich hier fabriziere. Und es sind mit Sicherheit der ein oder andere ist mit dabei, denke ich mal, der Erfahrung im Kanufahren hat und mir hier hilfreiche Tipps geben kann. Aber bitte spart euch die Kommentare, wie, ja, kauft ihr mal ein anderes Kanu und damit funktioniert das eh nicht. Du brauchst das bessere hier, das kostet 1000 €, das musst du dir kaufen. Ich weiß das alles selber. Man kann sich einfach immer die beste Ausrüstung kaufen und dann läuft es praktisch von alleine. Naja, so ganz auch nicht, aber ich habe nun mal jetzt das hier und hiermit muss es gehen, irgendwie.
am meisten Sorge macht mir ehrlich gesagt, dass ich so wenig Platz habe. Alles andere kriegt man wohl irgendwie hin, denke ich. Und so eine Abdeckung für hier oben, damit ich nicht so nasse Beine kriege, wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, da hinten in der Ferne kann ich jetzt schon mein Ziel sehen. Das hier vorne ist praktisch die Nordumgehung, die neue Brücke in Anführungsstrichen. So neu ist sie auch nicht mehr. Und dahinter, ja, jetzt kann man es glaube ich gerade schlecht sehen, führt dann nochmal eine weitere Brücke über die Werre. Und kurz davor werde ich aussteigen. Ja, wie ihr sehen könnt, drehe ich mich noch recht häufig. Also meine Technik ist bei Weitem noch nicht ausgefeilt. Da hinten ist das Ziel. Und bisher schwimmt mein Kanu noch. Ich bin noch nicht vollgelaufen mit Wasser. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Hier ist zwar einiges drin, aber ich glaube, das war ich selber, weil das hier einfach vom Paddel ins Boot reintropft. Meine Hose ist auch komplett nass. Das hier ist übrigens der ortsansässige Puff in Löhne. Das Café Wien. Und wir werden jetzt das gegenüberliegende Ufer ansteuern. Das war knapp. Jetzt hätte ich mich gerade fast selbst zum Umfallen gebracht hier. Ich frage mich jetzt nicht, warum ich gegen die Strömung aussteige. Ich steige einfach lieber auf der linken Seite aus. So Leute, ich bin angekommen. Und ich bin nicht abgesoffen. Geil. Ja, erste Ausfahrt ist schon mal geglückt. Mega cool. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen, ohne dass ich ins Wasser falle. Das Gute ist aber, hier am Ufer ist es tatsächlich nicht so tief. Ich müsste eigentlich schon fast, ja, wenn ich jetzt so kippel, bin ich schon auf Grund hier. Ja, das heißt, optimal. Gut, jetzt noch raus und dann, ja, haben wir es geschafft. Verrückte Nummer. So. Das ist aber wackelig. Du Scheiße. Ich sitze hier auf meiner Hand. Oh, ich bin am Rand. Freunde, geschafft. Ich bin raus. Meine Hose ist allerdings hinten komplett nass. Ob die Socken oder die Füße aber auch nass sind, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ja, und es steht tatsächlich auch eine Menge Wasser in dem Boot. Vielleicht kann man das jetzt sehen. Also ganz dicht ist das Ding tatsächlich nicht. Ja, jetzt muss ich erstmal hier das Boot aus dem Wasser kriegen und dann hoch. Da ist nämlich so ein kleiner Wanderparkplatz hier. Und da muss ich Sarina anrufen, dass die mich abholen kommt. Haben Fisch? Ja, ja. Kein Fisch. Boot. Boot. Boot? Ah, keine Fisch. Nee. Aha. Nur ein Boot. Achtung, an meine Seite gehen bitte. Kannst du nicht gehen? 1 Meter? Nein. Ist im Moment, weil das Ding undicht ist. Ah, du musst. Ja, ja. Aha. Das ist undicht. Und durch die Kamera. Okay. Kamera. Genau. Dankeschön. Bitte, bitte. Tschüss. Ciao, mach's gut. So, jetzt muss ich mal schauen, ob meine Sachen hier alle trocken geblieben sind. Auf jeden Fall mal der Dryback, da wird nicht viel passiert sein.
Hier meine Jacke. Ja, die ist ziemlich nass geworden. Tja, ich würde sagen, wir drehen das Ding gleich mal oben um und gucken mal, wie viel da rausläuft. So, ich habe mich erstmal dafür entschieden, hier mich an das Ufer zu setzen und auf Sarina zu warten. Ja, jetzt drehen wir erstmal das Kanu um und schauen mal, wie viel Wasser da rausläuft. Na ja gut, da wird sogar nichts rauslaufen, sehe ich gerade. Aber man kann sehen, so viel ist es eigentlich gar nicht. Hier steht halt so ein bisschen was. Naja, wir drehen es jetzt mal um. Ein bisschen dreckig jetzt, aber so schlecht ist es gar nicht. Ja, also bevor ich wirklich mit dem Boot hier bis zur Nordsee hochfahren kann, was ich natürlich niemals schaffen werde. Ich schaffe so ungefähr, ja, wenn es gut läuft, ich glaube 6 Kilometer die Stunde sind realistisch. Zumindest von dem Tempo, das ich jetzt gerade an den Tag gelegt habe. Einmal für die Statistiker zwischendurch. Ich bin jetzt gerade 2,7 Kilometer gefahren in einer Zeit von circa 30 Minuten. Und ja, das ist so für die erste Tour, glaube ich, ganz gut gewesen. Ich habe natürlich gemerkt, wie meine Arme angefangen haben zu brennen. Ich habe relativ wenig Platz in dem Kanu. Ich kann meine Füße nicht so richtig gerade hochstellen. Also das Ding ist zu flach irgendwie. Da muss ich mir echt noch was einfallen lassen. Ja, ob das alles so klappt. Ich bin mir unsicher tatsächlich. Auf jeden Fall ist das nicht das Ende. Ich habe den Plan weiterhin. Bis zur Nordsee werde ich es, glaube ich, nicht schaffen. Aber ein Stück erstmal hier über die Werre und dann in die Weser. Und dann mal schauen, wie weit ich komme. Der Plan steht weiterhin. Also dranbleiben, wenn ihr mehr von mir und dem Kanu sehen wollt. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, ob meine Füße trocken geblieben sind in den wasserdichten Socken vom MM67 Shop. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also ich muss echt sagen, ich habe kein Nässegefühl in den Socken. Alles schön trocken. Jetzt machen wir meinen Hardcore-Test und ich stecke mal den Fuß jetzt hier in das Wasser. Ja, so, jetzt warte ich mal einen Moment. Die Außenhaut pitschnass, aber innen drin alles trocken. Komplett trocken von innen, pitschnass von außen. Ich hoffe, man kann das sehen. Da kommt nichts rein. Das ist ja verrückt. Also wirklich eine Spitzennummer, diese wasserdichten Socken. mm67shop.de, der Shop für euer nächstes Outdoor-Abenteuer. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Abendsonne am Fluss, solange bis ich abgeholt werde. Habe mir noch hier so einen Radler organisiert. Das habe ich von zu Hause mitgenommen. Auch wenn ich jetzt nicht geradelt bin, sondern gepaddelt. Lass mir jetzt trotzdem schmecken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt von mir und dem Kanu. Und ja, kommentiert gerne, gebt mir Tipps, was ich besser machen kann, was ich ändern muss. Zu meiner Technik sehr, sehr gerne. Ich bin, wie gesagt, völlig unerfahren, was das Ganze angeht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr bis dahin dran geblieben seid, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Palmencamper.